Kommen wir jetzt zu dem Beleg, den ich Ihnen noch schuldig bin. Zu der Entschlüsselung des Ausdrucks des Namens von diesem Buch. Wenn ich Ihnen gleich diesen Titel des Buches nennen werde, dann werden viele die Hände über den Kopf schlagen und werden es nicht für möglich halten. Der Grund dafür liegt daran, dem Buch haften 2 Makel an. Dafür kann das Buch aber nichts. Ja, das ist ein menschliches Problem. Der erste Makel: dieses Buch kommt aus dem tiefsten Okkultismus. Jetzt weiß ich, was einige Naturwissenschaftler denken oder sagen werden, Okkultismus, wieder sowas Unseriöses. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja, ich möchte nur den Satz des Pythagoras erwähnen. Der Satz des Pythagoras kommt von den Pythagoreern. Und die Pythagoreer waren damals in einem Mysterienbund vereint. Somit kommt der Satz des Pythagoras ursprünglich ebenfalls aus dem tiefsten Okkultismus. Und der Satz des Pythagoras hat bis heute seine Gültigkeit, genauso wie dieses Buch seine Gültigkeit hat. Der zweite Makel: seitdem das Buch 1908 veröffentlicht wurde, wurde über dieses Buch so ein undurchsichtiger Schleier gelegt. Was will ich damit aussagen? Nun, seit ungefähr 100 Jahren wird dieses Buch immer wieder falsch interpretiert. Ich weiß nicht, wer es in die Welt gesetzt hat, aber seit ungefähr 100 Jahren wird immer wieder gesagt, das Buch sei esoterisch. Wer auch immer das in die Welt gesetzt hat, der müsste gegenüber der Wissenschaft ein 3-faches Mea culpa aussprechen und sich für schuldig bekennen, dass er ein Buch interpretiert hat, das zur Folge hatte, diese Interpretation, dass die Wissenschaft es nicht näher untersucht hat. Sehen Sie, wer auch immer sagt, dass das Buch ausschließlich esoterisch ist, der hat das Buch nicht verstanden. Dass man das Buch auch esoterisch auslegen kann, hat etwas mit den Prinzipien zu tun, weil man sie eben auch auf diesen Ebenen, in diesem Bereich anwenden kann. Aber darum geht es in dem Buch nicht ausschließlich. Wenn Sie das Buch genau lesen, da steht drin, dass diese Prinzipien, diese fundamentalen Prinzipien auch auf der physikalischen Ebene gelten. Es steht drin. Und wenn Sie das Buch lesen, ich kann Ihnen nur empfehlen, blenden Sie all das Esoterische aus oder all die Dinge aus, wo Sie sagen, das glaube ich nicht. Konzentrieren Sie sich einzig und allein auf Ihren wissenschaftlichen Forschungsbereich und verknüpfen Sie Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse mit diesen Prinzipien. Und Sie werden eine Erkenntnisgewinnung erzielen. Das Buch, von dem ich hier die ganze Zeit spreche, heißt Kybalion. Sprachlich müsste man es sicherlich Kybalion aussprechen, aber da mögen sich die Sprachwissenschaftler mit beschäftigen. Wie schaffen wir nun den Übergang von diesem doch sehr merkwürdigen, kuriosen Wort Kybalion oder Kybalion zu den legendären Schlüssel Salomons? Nun, um dieses Rätsel zu entschlüsseln, müssen wir die Kenntnis oder die Bedeutung 2 anderer Wörter wissen, nämlich die von Solomon und die von Babylon. Wenn Sie Solomon in seine Silben trennen, dann erhalten Sie Sol-Om-On. Das Wort Solomon oder Sol-Om-On korrespondiert mit dem lateinischen, sanskritischen und altägyptischen Wort für Sonne. Sol bezeichnet im Lateinischen die Sonne und bezeichnet bei den Römern den griechischen Gott Helios. Om ist eine heilige Silbe im Hinduismus und bei den Jainas. Om spielt auch im Yoga eine große Rolle. Ja, dort symbolisiert sie das Absolute oder den Geist Brahmans, den man ebenfalls immer mit dem Licht in Verbindung bringt. Om wird geschrieben A-U-M, also Aum ausgesprochen. Om ist aber auch eine heilige Silbe im Buddhismus. Dort ist sie sowohl ein Symbol des Klanges als auch der Form, zum Beispiel die Om-Sonne. Das altägyptische Wort On lässt sich zurückführen auf die heilige Stadt oder wenn nicht sogar die allerheiligste der Städte im alten Ägypten. Sie lag nordöstlich von Kairo. On ist bereits in der Bibel erwähnt und diese Stadt wurde von den Griechen Heliopolis genannt, also Sonnenstadt. Und Stadtgott von On war der damalige Sonnengott Atum. Wenn Sie bei dem Wort Atum das T einmal wegfallen lassen, dann erhalten Sie wieder die Buchstaben A-U-M, also die Silbe Om.
Somit symbolisiert oder drückt das Wort Solomon dreimal das Licht aus. Kommen wir nun zu dem Wort Babylon. Wenn Sie Babylon in seine Silben trennen, dann erhalten Sie Babilon oder Babilon. Ba, der Sohn, oder Bab, das Tor, und Ilon, da steckt schon das alte ägyptische Wort On drin, steht für Sonne. Somit können wir Babylon mit Sohn oder Tor zum Licht übersetzen. Der erste König von Babylon, Nimrod, soll ihr diesen Namen gegeben haben. Die akkadische Urform lautet Bab-ila. Anfang des 2. Jahrtausends wechselte sie in die babylonische Form Bab-ilim. Die Griechen machten daraus Babylonia. Im Hebräischen heißt sie Babel und meint so viel wie den Sohn des Baal. Dieser Baal lässt sich auf die Urform von Baal zurückführen, und meint den Sohn des Lichtes. Mit Babael ist also der Sohn des Sohnes des Lichtes gemeint. Im Lateinischen heißt sie Bab-ilo. Bab, das Tor, und Ilo leitet sich von dem lateinischen Wort illuminare ab, also erleuchten. Auch da sehen Sie wieder, dass das mit dem Licht zusammenhängt. Also können wir Babylon mit den Sohn oder das Tor zum Licht übersetzen. Und Tore öffnet man bekanntlich mit Schlüsseln. Um das Tor zum Licht, also das Tor zum Wissen zu öffnen, benötigen wir ganz besondere Schlüssel. Wenn Sie erkennen, dass wir mit den 7 Prinzipien, also mit den 7 salomonischen Weisheiten, die Hauptschlüssel des Wissens in den Händen halten. Ja, jene Prinzipien, mit denen wir in der Lage sind, eine vollständige Beschreibung der Theorie von allem zu gewährleisten, mit denen wir Ihr physikalisches Grundproblem in der theoretischen Physik lösen können. Wenn wir das erkennen, dann können Sie auch jetzt das Wort Kybalion schon fast selbstständig lösen. Wenn Sie nämlich das Wort Kybalion in seine Silben trennen, nämlich Kybalion, dann werden Sie schon anhand der letzten beiden Silben selbst auf die Lösung kommen. Ba, der Sohn, oder wenn Sie sich noch das B dran denken, Bab, das Tor. Und in Lion steckt ja ebenfalls das alte ägyptische Wort On drin, also steht für Licht, oder nehmen Sie die angelsächsische oder die englische Bezeichnung Lion, auch immer ein Lichtsymbol. Und wenn Sie verstanden haben, dass wir mit den Kybalion die Hauptschlüssel des Wissens in den Händen halten, dann können wir das Wort Kybalion mit den Schlüsseln des Sohnes des Lichts oder die Schlüssel zum Tor des Lichts übersetzen. Und auch etymologisch lässt sich die Silbe Ki zweifelsfrei herleiten. Im Englischen bedeutet Schlüssel nämlich was? Key. Ja, es fehlt bei dem Wort KY, also Ki, nur das E. Jetzt muss man wissen, dass eins im Ägyptischen und im Hebräischen, aber auch im Arabischen ursprünglich keine Vokale existierten. Und so können wir dieses Wort auch etymologisch herleiten. Im Französischen heißt es Clé und im Spanischen Clave. Und so halten wir mit den Kybalion die Schlüssel des Sohnes des Lichts, die Schlüssel zum Tor des Lichts oder ganz kurz die Schlüssel Salomons in den Händen. Sehen Sie, das ist die etymologische Herleitung. Kommen wir nun zu den Prinzipien. Die möchte ich nochmal in der Gesamtheit nennen. Auf einige sind wir schon eingegangen, deswegen werde ich nur noch auf 2 oder 3 etwas tiefer eingehen. Die in diesem Buch genannten Prinzipien, dabei handelt es sich um das Prinzip der Entsprechung, das Prinzip der Polarität, das Prinzip der Schwingung, das Prinzip von Ursache und Wirkung, das Prinzip des Rhythmus, das Prinzip des Geschlechts und das Prinzip der Geistigkeit. Fangen wir jetzt direkt mit dem letzten an, das Prinzip der Geistigkeit, denn dieses Prinzip wird immer wieder falsch interpretiert. Ja, wenn Sie sowas hören, verbinden Sie es bitte niemals mit Esoterik oder mit Metaphysik oder mit Theologie. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Es steht auch in dem Buch drin, im Übrigen. Das Prinzip der Geistigkeit erklärt eigentlich die Beschaffenheit des Alls. Es geht in dem Prinzip darum, dass
dass dort das All beschrieben wird und dort bestimmte Eigenschaften diesem All zugeordnet werden. Es erfolgt auch eine ganz klare Trennung zwischen dem All und dem Universum. In vielen wissenschaftlichen Arbeiten, die ich lese oder von denen die ich in der Wissenschaftsdokumentation sehe, da wird diese Unterscheidung nie so genau getroffen. Da heißt es immer, wir blicken in das All. Ja, was ist damit jetzt genau gemeint? Damit meinen die meisten nämlich das Universum. Und das ist de facto eben nicht der Fall. Es erfolgt also eine ganz klare Trennung zwischen dem All und Universum. Es heißt dort, alles muss im All enthalten sein. Nichts kann außerhalb des Alls existieren. Ja, das ist auch logisch. Also angefangen vom Körperlichen, im Elektron, Atom, Moleküle zu Welten und Universen, alles muss darin enthalten sein. Das All ist aber auch keine Materie. Denn Materie kann nicht so etwas wie Leben und Geist offenbaren. Das, was Materie genannt wird, ist lediglich unterbrochene Energie, nur in einem niedrigeren Schwingungsgrad. Das All kann aber auch keine bloße Energie oder Kraft sein. Denn Energie und Kraft sind nach den Gesetzen der Physik blinde mechanische Dinge ohne Leben und Geist. Und nichts kann wirken, das nicht bereits in der Ursache vorhanden ist. Da es aber im All so etwas wie Leben und Geist gibt, hat man das als eigenes Prinzip formuliert. Sehen Sie, und weil Leben und Geist zusammengehören, wir sprechen ja auch nicht ohne Grund immer von Lebensgeist, hat man diesem Phänomen unterschiedliche Namen gegeben. In dem Buch steht auch ganz klar drin, was der reine Geist ist. Diese Frage kann nicht beantwortet werden. Es ist nur der Name, den die Menschen diesem Phänomen gegeben haben. Man hätte es auch anders bezeichnen können. Ja, das ist so ähnlich wie mit dem Geld. Nehmen Sie das Geld. Es gibt die unterschiedlichsten Ausprägungen des Geldes. Angefangen von Naturalgeld in Form von Muscheln, Perlen, Münzgeld, Papiergeld, Buchgeld, Giralgeld. Heute gibt es Internetgeld in Form von Bits und Coins. Egal wie Sie das Geld bezeichnen, am Ende ist und bleibt es Geld. Und so ist es auch mit diesem Prinzip, mit diesem Phänomen. Es existiert. Ja, einige haben sie mit Gottheiten bezeichnet, andere wieder mit unendlicher Energie. Wie auch immer sie betitelt wurden, alle haben sie ihre Existenz anerkannt. Diese substanzielle Realität bedarf keines Beweises, sonst würden wir alle gar nicht existieren. Und dieses Prinzip der Geistigkeit, sehen Sie, bedeutet eigentlich letztendlich nichts anderes, dass der Schöpfungsprozess, Schöpfung meint ja auch wieder nichts anderes als Entstehung, dass Sie so etwas wie Geist brauchen. Machen wir es an einem ganz einfachen, simplen, in einem simplen Beispiel mal klar, auf der untersten Ebene. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Haus erbauen. Glauben Sie, Sie könnten ohne dieses Phänomen des Geistes ein Haus erbauen? Stellen Sie sich vor, in Ihnen würde gar kein Geist stecken. Wären Sie dann in der Lage, ein Haus zu bauen? Nein, natürlich nicht. Ja, wenn man Ihr Hirn herausoperieren würde, dann wären Sie eine leblose Hülle. Um ein Haus zu erschaffen, da würden jetzt viele sagen, ja, ich gehe hin, setze ein paar Steine, ziehe die Wände hoch, streiche es an, setze ein Dach drauf, fertig. Ja, das ist der physikalische Prozess. Aber bevor der physikalische Prozess überhaupt entstehen kann, müssen Sie ein geistiges Bild in Ihrem Kopf entstehen lassen. Erst dann, wenn Sie wissen, welche Steine Sie verwenden, welche Farbe, wie das Haus aussehen soll, welche Materialien Sie verwenden, erst dann kann was entstehen. Und das ist damit gemeint. Und in der Physik nähern Sie sich auch immer mehr diesem Phänomen an. Ja, jetzt werden vielleicht einige Physiker sagen, so Blödsinn, wir haben mit der Geistigkeit gar nichts zu tun. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit der Aussage. Sehen Sie, Sie sprechen bei den Neutrinos, bei den neutralen Teilchen bereits von Geisterteilchen. Sie bezeichnen eine Apparatur, mit denen Sie die Neutrinos einfangen, mit Poltergeist. Ja, einige Physiker unter Ihnen werden sagen, das ist ja nur so aus Spaß gemacht. Weit gefehlt. Wenn Sie sich mal die Beschreibung der Quanten ansehen, in der Physik beschreiben sie die Quanten wie folgt. In der Quantenwelt geht es sonderbar zu. Da verhalten sich Objekte mal wie Teilchen, mal wie Welle. Da kann Energie nur paketweise ausgetauscht werden. Da existieren Objekte in mehreren Zuständen zugleich. Da kann Ort und Geschwindigkeit nicht mehr gleichzeitig exakt gemessen werden.
Da sind Zustände weit entfernter Objekte auf geisterhafte Weise miteinander verknüpft. Einstein sprach von spukhafter Fernwirkung. Sehen Sie, das, was Sie dort beschreiben, ist doch nichts anderes als der technische Ausdruck dessen, was sich der Normalbürger, der normale Mensch unter Geistigkeit vorstellt. Und innerhalb der Physik wissen Sie doch auch Folgendes. Je näher Sie sich der Planck-Welt annähern, umso heftiger fangen die Quanten an zu schwingen. Und alles, was kleiner ist als die Planck-Welt, da existiert Ihre Physik gar nicht. Da hat Ihre Physik gar keine Relevanz. Ja, und innerhalb der Planck-Welt, da können Sie Ursache und Wirkung nicht mehr exakt feststellen. Schauen Sie in das Buch rein, von dem ich dort rede. Genau das steht auch in diesem Buch, nur etwas anders. Da wird gesagt, hinter der Erscheinungsform dessen, was als Sein bezeichnet wird, also das Sein ist gleichbedeutend mit dem All, ja, werden alle Gesetze ein Gesetz. Da wird All, Gesetz und Prinzipien alles eins. Nichts anderes ist das, was Sie herausgefunden haben. Sie klopfen an die Grenzen des Geistes und erkennen es leider noch nicht. Und Sie können die Grenze dessen, also die Grenze der Planck-Welt, alles, was dahinter kommt, Sie können da die unterschiedlichsten Namen für verwenden. Sie können Ursuppe sagen, Sie können kosmische Energie sagen oder was weiß ich, wie Sie bezeichnen wollen. Die Menschen haben diesem Begriff einen anderen Begriff beigemessen, nämlich das Prinzip der Geistigkeit. Und es ist nur ein Name, den die Menschen diesem Phänomen gegeben haben. Es ist die substanzielle Realität, die existiert. Was auch immer danach ist, wir werden es nie wissen, wir werden es nie erklären können. Und es gibt auch einen mathematischen Beleg. Fragen Sie mal bitte einen Mathematiker, was Zahlen sind. Die einzige richtige Antwort darauf muss lauten, Zahlen sind ausschließlich geistigen Ursprungs. Oder haben Sie schon mal eine Zahl 7 oder irgendeine andere Zahl in der Natur wachsen sehen? Nein, es ist ein geistiger Prozess. Kommen wir nun zu einem anderen Prinzip, das Prinzip des Geschlechts. Auch ein Begriff, der sehr merkwürdig ist. Aber damit ist nichts anderes gemeint als die Beschreibung der Schöpfung. Schöpfung bedeutet Entstehung. Und damit überhaupt etwas entstehen kann, bedarf es immer zweier Prinzipien, nämlich einem, wie es dort heißt, weiblichen und einem männlichen Prinzip. Diese Prinzipien verwenden Sie so in der Physik nicht. Ja, Sie bezeichnen es mit positiven und negativen Polen, Kation, Anion. Sie benötigen aber immer diese beiden Gegensätze. Dieses Prinzip baut auf dem Prinzip der Polarität auf. Wenn es diese beiden Gegensätze nicht geben würde, ja, könnte nichts entstehen. Es gäbe noch nicht mal die Schwingung. Dieses Prinzip beschreibt nichts anderes als den Entstehungsprozess durch zwei entgegengesetzliche Prinzipien. In diesen Lehren wird es eben als männlich-weiblich bezeichnet. In ihrer Physik sind es positive, negative Pole. Oder Materie, Antimaterie, Teilchen, Antiteilchen, immer diese Gegensätze. Ein weiteres Prinzip, das Prinzip von Ursache und Wirkung, da möchte ich auch noch kurz drauf eingehen, meint letztendlich nichts anderes, dass es so etwas wie Zufall gar nicht gibt. Zufall ist nur der Ausdruck für ein unbekanntes Gesetz. Dieses Prinzip, das habe ich selber in meinem Studium gelehrt bekommen, im Rahmen des Grundstudiums. Das ist auch unbestritten, das ist auch wissenschaftlich anerkannt, dass nur etwas wirken kann, wenn auch eine Ursache existiert. Ich möchte aber jetzt vielmehr nochmal auf das Prinzip der Entsprechung einkommen, weil das Prinzip der Schwingung und das Prinzip der Polarität haben wir im Rahmen der theoretischen Physik, ihrem Grundproblem eingehend besprochen. Das Prinzip der Entsprechung besagt ja, wie oben, so unten, wie unten, so oben. Es enthält die fundamentale Wahrheit, dass es zwischen den verschiedenen Ebenen des Daseins Entsprechungen gibt. Im Rahmen der Primzahlen sind wir darauf eingegangen, dass Primzahlen den Atomen entsprechen. Wenn Sie sich mal die Ägyptologie ansehen, ja,
Nach der Ägyptologie sind die Pyramiden so ungefähr 4500 vor 4600 Jahren entstanden. Unabhängig, warum sie entstanden. Sie sind entstanden, sie wurden gebaut, wer sie auch immer erbaut hat. Haben sich mal Gedanken darüber gemacht, wie ein natürlich wachsendes Mineral wie der Magnetit wächst? Der Magnetit ist ein im kubischen Kristallsystem kristallisierendes Oxidmineral. Es ist das stabilste Oxid des Eisens und hat eine hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Und Säuren und Laugen neutralisieren sich bei einem pH-Wert von 7. Und Säuren und Laugen spielen auch in der Genetik ihre Rolle. Da sprechen wir von Aminosäuren und den 4 Basen. Und Basen sind letztendlich nichts anderes als Laugen. So, und dieser Magnetit wächst in Form einer Pyramide. Wenn Sie sehr gute Magnetite finden, dann werden Sie feststellen, dass sie genau so wachsen, wie die Pyramiden einst erbaut worden sind. Sehen Sie, und dann finden wir 4.500 Jahre später, nach der ägyptologischen Zeitrechnung, im allerkleinsten in der Nanowelt ebenfalls Pyramiden, Nanopyramiden. Das sind Entsprechungen. Ja, Pyramiden entstehen im Großen wie im Kleinen. Das ist exakt das, was uns diese Philosophie vermitteln möchte.